Hallo, mein lieber Zwilling und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Zwilling, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an, deine Hauptenergie im Mai, also dein Hauptthema, deine Herausforderungen und einfach allgemein, was solltest du wissen, was ist wichtig für dich. Lieber Zwilling, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung, nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ja, lieber Zwilling, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Alle Informationen zu den Karten, die ich jeweils verwende, findest du unten in der Infobox. Lieber Zwilling, dein Mai 2025. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, das ging jetzt so schnell. Also der März und der April sind da irgendwie richtig an mir vorbeigerast und Januar und Februar war da irgendwie Schneckentempo angesagt. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber ja, wir haben schon Mai. Lieber Zwilling, dein Mai 2025, was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was solltest du wissen? Wir haben öffne dein Herz und klares Bestreben. Ja, ganz, ganz schön. Also hier die Karten möchten dich nochmals daran erinnern. Werde dir bewusst, was du wirklich möchtest und sende das auch selbstbewusst ans Universum. Erlaube dir, das zu wünschen oder zu manifestieren oder das anzustreben. Sei dir deinen Wünschen ganz, ganz klar, was du möchtest und vergewissere dich auch immer wieder, dass du Entscheidungen triffst, die zu deinen Bedürfnissen auch passen, weil manchmal wünschen wir uns das, aber aus Gewohnheit oder Glaubenssätze oder Ängste entscheiden wir aber das Gegenteil. Also das ist wie wenn du dir sagst, ich wünsche mir einen Partner, der ehrlich ist und liebevoll. Und dann kommt vielleicht ein Partner, der nur lügt und betrügt und du bleibst dennoch bei diesem Menschen und dann handelst du gar nicht so, wie du es eigentlich möchtest, das, was du eigentlich haben möchtest. Du gehst dann eher den Weg, der das pure Gegenteil ist. Sei dir einfach dessen bewusst, was du für Entscheidungen triffst, vor allem im Mai. Kann sein, dass du auch geprüft wirst oder dass du Entscheidungen treffen musst. Und erlaube dir auch, mehr nach dem Herzen zu gehen, also auch bereit sein zu empfangen, Chancen zu empfangen, Chancen in der Liebe, Chancen im Beruf. Also hier geht es wirklich auch ein bisschen ums Herz, dir treu sein, nach dem Herzen gehen. Sehr, sehr spannend. Schauen wir mal, was ist das Hauptthema? Was ist das Hauptthema, lieber Zwilling? Die Hohepriesterin. Ja, die Hohepriesterin als Hauptthema kommt oft, um dich zu ermahnen, hey, leb mehr aus dem Herzen. Du lebst zu sehr aus dem Kopf. Zu sehr aus der Angst oder aus Ego-Themen, was auch immer, oder? Und die Hohepriesterin kommt oft, um dich zu unterstützen, dass du mehr auch Vertrauen haben darfst in deine Intuition, in deine Wahrnehmung. Vertrau deiner Intuition, weil sie ist im Mai ganz, ganz stark vorhanden. Die Frage ist einfach, was machst du daraus? Hörst du weg oder nimmst du sie wahr? Also handelst danach. Falls du dich für das Thema Spiritualität interessierst oder in diesem Bereich arbeiten möchtest oder dich vertiefen möchtest, ist jetzt der Mai sehr, sehr gut. Also da kannst du dich wirklich vertiefen in Meditation oder das, was dich interessiert. Oder das ist ja ein breit gefächertes Thema. Und kann sein, dass du
auch eine nächste Ebene erreichst, wenn du aber mit offenem Herzen an die Sachen rangehst, ohne Erwartungen. Ganz, ganz wichtig. 8 Stäbe, ja, du wirst Zeichen bekommen, ganz viele. Auch wenn du ein Gefühl hast oder dir deine Intuition etwas sagt und du bist nicht sicher, bekommst du immer wieder Zeichen vom Universum als Bestätigung. Sei achtsam. Schauen wir mal, die Hohepriesterin, der Mond, ja, Spiritualität, ganz, ganz stark. Ich sehe auch, dass du, falls das ein Thema ist bezüglich Geheimnisse, falls du das Gefühl hast, jemand verschweigt dir etwas oder ist nicht 100%ig ehrlich und du fühlst das, dann hast du recht, dann wird es wahrscheinlich so sein. Schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung? Was ist die Herausforderung, deinem Inneren zu folgen? 6 der Münzen, Thema Balance, vielleicht auch das Thema Geld. Da ein bisschen Acht geben, dass du nicht nur den Fokus auf Geld hast. Ganz, ganz wichtig, dass du einfach die materielle Ebene und die spirituelle Ebene, dass das in der Balance ist, dass du dich nicht nur auf eine Ebene fokussierst, weil das könnte sonst ein Hindernis werden. Kann sein, dass du dann etwas übersiehst. Und ich sehe auch, dass du das Thema Geben und Nehmen, Empfangen, Annehmen ist ganz, ganz wichtig. Also hier Balance wahren. Achte auch auf deine Intention, wenn du etwas tust. Tust du es wirklich aus reinem Herzen oder tust du es, weil du eine Gegenleistung haben möchtest? Bei Beziehungsthemen ist es ganz, ganz wichtig. Die Balance muss stimmen. Sobald ein Ungleichgewicht ist, sehe ich, könnte das dir so ein bisschen zum Verhängnis werden. Hast du oder du traust dann nicht deiner Intuition oder hörst weg. Dann kann es sein, dass du in einen Menschen Energie und Zeit investierst, obwohl alle Ampeln auf Rot sind und du es einfach nicht sehen möchtest. Wenn du aber im Gleichgewicht bist, dann siehst du, welche Ampeln auf Rot sind und wo du weitergehen darfst. Auch beruflich gesehen. Ja, die Liebenden. Es geht wirklich um Balance. Falls du es mit 2 Personen zu tun hast oder du zwischen 2 Personen stehst, wird als Hindernis angezeigt. Also wird angezeigt, dass du da nicht vorwärts kommst. Das heißt, wenn du zwischen 2 Personen stehen solltest, solltest du dich eigentlich entscheiden, weil es wird als Hindernis angezeigt. Einfach so als Information. Schauen wir mal, 6 der Münzen. Ja, ist auch ein bisschen die Sabotage, Lüge-Energie, so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt sehen, dass jemand eher nimmt. Also hier ist eine Energie, die nimmt eher, entweder bei der Arbeit oder auch partnerschaftlich. Also da ein bisschen aufpassen, dass das eben in der Balance ist. Was kommt sonst noch auf dich zu? Lieber Zwilling, was kommt sonst noch auf dich zu? 3 der Schwert, es kann sein, dass du ab und zu eine Sehnsucht fühlst. Eine Sehnsucht nach, also ich denke, das ist die Hohepriesterin, irgendetwas in dir sehnt sich nach was, berufliche Fülle oder nach Liebe. Wir haben hier den Narren, also hier haben wir einen Neuanfang. 3 der Stäbe und 7 der Schwerter. Oha. Ich sehe, dass hier im Mai eine Chance ist für einen Neuanfang, aber du musst dir ganz, ganz fest klar sein, was du möchtest. Und ihm auch treu sein, was du möchtest. Und nicht hin und her schwanken. Und offen sein zu empfangen. Also wenn so eine Chance deinen Weg kreuzt, dass du das auch annimmst. Weil ich sehe hier einen Neuanfang. Ich sehe hier auch, dass sich eine Art Ziel zeigt, vielleicht auch eine Art Offenbarung. Es kann auch sein vielleicht durch eine neue Begegnung oder durch einen Impuls, den du fühlst. Ich sehe aber auch, dass du vielleicht noch nicht ganz genau weißt, wie die Reise ausschauen soll oder wie du dorthin gelangst.
Aber es ist okay, also es ist mehr so ein Erfühlen, Ertasten, so Stück für Stück. Aber es ist so wie ein Licht am Ende des Tunnels, so ein bisschen so. Aber hier haben wir 7 der Schwerter. Schauen wir mal. Es kann sein, dass du hier, ich nehme auch ganz stark wahr, dass du eine Phase haben könntest, wo du einen Weg anzweifelst. Es kann auch das sein. Fehlendes Vertrauen. Schauen wir mal. Warum der Narr? Königin der Stäbe. Oha. Und das Gericht. Ich sehe, dass du eine Entscheidung triffst oder vielleicht hast du sie auch schon getroffen, jetzt im April oder im März. Und es ist der Anfang von einer Transformation, sehe ich. Vielleicht hast du auch beschlossen, dass du mehr das Leben genießen möchtest oder dass du jetzt die Liebe deines Lebens treffen möchtest oder dich verwirklichen möchtest. 3 der Stäbe. 3 der Stäbe. Ja, hier liegt das Glück, das ganz große Glück. 10 der Kelche und 7 der Münzen. Also ich sehe, dass du eben diese 10 der Kelche anstrebst. Es kann eventuell auch ein Neuanfang sein mit einer Person, wo vielleicht eine Zeit lang eine kurze Pause da war. Falls ja, müsste man einfach das Gleichgewicht im Auge behalten. Also wenn in der Vergangenheit das Thema Gleichgewicht eben zur Trennung geführt hat, dann ist das immer noch ein Thema. Also nicht einfach nur unter den Teppich kehren, sondern da ein Auge drauf halten, dass man nicht in ein altes Muster fällt. Oder Beziehungsdynamiken haben auch Muster. Und dann kann es sein, dass man gemeinsam in das alte Muster zurückfällt. Da ein bisschen schauen. Sonst sind eigentlich die Karten relativ gut aus, fühlt sich auch gut an. Ich sehe, dass man hier wirklich den Erfolg anstrebt, den Erfolg sieht, was einem wirklich glücklich macht und das Ziel anstrebt. Aber man sieht vielleicht noch nicht ganz die Resultate, die man, oder nur Teilresultate sehe ich, vielleicht noch nicht, man ist noch nicht angekommen, aber man ist auf dem Weg, was sehr gut ist. Aber warum 7 der Schwerter? Warum 7 der Schwerter? Ich sehe, dass hier ab und zu die Angst kommt, die Angst, betrogen zu werden, die Angst, vielleicht auch Geld zu verlieren, zu scheitern. Und durch diese Angst kann es sein, dass man da vielleicht ein bisschen unehrlich wird zu sich selbst und vielleicht eben in ein altes Muster zurückfällt. Da ein bisschen aufpassen, darum eben dieses klare Bestreben, was du wirklich möchtest. Weil ich sehe hier eine Angst, eine Tür zu schließen. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn vielleicht diese Person doch noch zurückkommt? Aber ich glaube, du darfst diese Tür schließen. Also folg da wirklich deiner Intuition und verfalle nicht der Versuchung. 7 der Schwerter ist das Nicht-Selbst und möchte dich wieder in dieses Nicht-Selbst drängen, dich wieder auf einen Weg führen, der nicht deiner ist. Weil hier vielleicht Ängste sind, Angst bezüglich Existenz, Geld oder Angst, eine Person. Oder wenn man sich 100%ig auf eine neue Person einlässt, dann macht man ja die Türen zu den anderen Verbindungen, die mal da waren. Und vielleicht ist da eine Angst diesbezüglich, aber das ist nur eine Angst und eine Sabotage. Eine Sabotage, Liebe zu empfangen. Lieber den Schmerz empfangen, weil das ist man sich vielleicht gewohnt, oder? Es kann auch eine Gewohnheit sein, obwohl es paradox klingt. Lieber sich für das entscheiden, wo man schon im Vorhinein weiß, man wird verletzt, anstatt für etwas entscheiden, was neu ist, was einem extrem viel Wärme geben kann und halt ein bisschen ungewiss ist. Und vielleicht ein bisschen schmerzhafter. Das Gleiche auch beim Beruf, oder wenn man einen Beruf ausübt, der einem wirklich am Herzen liegt und wenn die Vorstellung da ist, dass es vielleicht scheitern könnte, tut das einem vielleicht ein bisschen mehr weh, anstatt einen Beruf auszuüben, der einem eh nicht so gefällt. Und wenn das nicht klappt, ist egal. Also das ist eine Sabotage. Eine Sabotage, seinem Herzensweg zu vertrauen. Da ein bisschen schauen, kann aber auch ein Thema sein von deinem Gegenüber. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, was ist denn
Der Rat, lieber Zwilling. Der Magier, irgendein Sternzeichen hatte das auch, aber ich weiß nicht mehr welches. Der Magier kam jetzt, glaube ich, fast bei allen Legungen vor, aber auch unterschiedliche Positionen. Der Magier möchte dich daran erinnern, dass du klarer manifestieren sollst, was du möchtest und nicht hin und her schwanken sollst. Also nicht mal eine Woche manifestierst du, ich möchte eine Beziehung, ich möchte die große Liebe und eine Woche später verteufelst du alle Männer oder alle Frauen und sagst, du willst Single sein, du willst nichts mehr wissen von der Liebe. Das ist keine Konstantheit von der Manifestation. Das ist das Gleiche, auch wenn du zum Beispiel eine Dating-App hast und die immer wieder löschst. Einmal willst du, dann willst du wieder nicht, dann willst du wieder, dann willst du wieder nicht. Wie will dir das Universum das senden, was du möchtest, wenn du selbst nicht weißt, was du möchtest? Wenn du gar nicht bereit bist dafür. Dieses Hin und Her zeigt immer, dass du nicht bereit bist. Diese Sabotage. Da und dort mehr eine Beständigkeit haben in das, was du wirklich möchtest, auch beruflich gesehen. Möchtest du die Anstellung wechseln? Ja oder nein? Nicht mal ja, dann wieder nein, ach, ist doch nicht so schlimm, sondern wirklich dort ins Vertrauen kommen. Das hat alles mit Vertrauen zu tun. Und gleichzeitig möchte der Magier, dass du mehr erkennst, was für Möglichkeiten du hast, weil der Magier erscheint immer, wenn wir viel mehr Möglichkeiten haben im Leben, als wir wirklich wahrnehmen. Schau genau hin, du hast viel mehr Möglichkeiten. Schauen wir mal, was liegt im Schatten? Lieber Zwilling, wo hast du vielleicht zu wenig den Fokus, wo solltest du viel mehr den Fokus halten? 10 der Kelche, was erfüllt dich? Was macht dich wirklich glücklich? Fokussier dich im Mai auf die 10 der Kelche. Was erfüllt dich aus dem Inneren her? Nicht den Fokus auf die Mangelenergie, sondern den Fokus auf das, was dich glücklich macht und das, was schön ist. Ja, lieber Zwilling, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!